Hallo ihr Lieben, habt ihr euch schon mal gefragt, was Wasser eigentlich ist? Also wir alle nennen Wasser ja eigentlich nur Wasser. Ja, aber wenn wir genau überlegen, Wasser ist überall, Wasser ist im Boden, Wasser ist in der Luft, Wasser ernährt uns, Wasser hält uns am Leben. Unser Körper besteht zu 70 oder 80% aus Wasser. Und ich habe mich viel damit beschäftigt und möchte euch einfach ein bisschen was dazu sagen. Zum Beispiel das Wasser aus eurer Leitung zu Hause ist nicht das Beste. Es ist belastet mit Schwermetallen und anderen Stoffen, sage ich mal. Und dadurch, dass das Wasser durch die Rohrleitung gepresst wird mit Druck und im rechten Winkel, fängt es an, seine Struktur zu verlieren. Also es ist nicht mehr lebendig, es fängt an, seine Energie zu verlieren. Und somit ist es auch nicht mehr nahrhaft für uns. Wenn man jetzt zum Beispiel mal Wasser aus einer Quelle getrunken hat, wo das Wasser ganz frisch rauskommt und auch noch am Fließen ist und auch noch verwirbelt, dann wird man merken, wenn man das Wasser trinkt, dass es fühlt sich für mich zumindest so an, dass es meistens direkt in die Zellen reingeht und gar nicht erst lange im Magen verweilt. Und man könnte wirklich 2, 3 Liter manchmal am Stück davon trinken, weil der Körper einfach danach schreit. Das fällt mir zumindest auf. Und ja, viele Leute trinken sehr wenig Wasser. Die Leute, die ich in meinem Leben gesehen habe, in verschiedenen Berufen, machen sehr, sehr anstrengende körperliche Arbeiten und trinken dann wirklich fast gar kein Wasser, sondern Red Bull, Kaffee, Fanta, Mezzomix und so. Und überlegt einfach nur mal, was passiert, wenn ihr diese Sachen in einen Pflanzenkübel schüttet. Was passiert mit der Pflanze? Also ich würde sagen, sie stirbt. Und der menschliche Körper kann das halt ein bisschen länger kompensieren, aber gesund ist es nicht für den Körper und gut tut es uns auch nicht. Und ja, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wenn man sich ans Wasser trinken gewöhnt und mal von dem Zucker wegkommt, dann schmeckt Wasser eigentlich richtig gut. Aber nur, wenn man richtig gutes Wasser hat. Aber wie kriegt man das hin? Zum Beispiel habe ich hier jetzt einen Wasserkrug mit Heilsteinen drin. Da sind jetzt Bergkristalle, Rosenquarz, Amethyst, Schungit und noch andere Quarze. Zitrin ist noch mit dabei. Und was bewirken diese Steine? Diese Steine haben eine Information. Sie schwingen auf einer gewissen Frequenz. Das kann man auch fühlen, wenn man die Steine in die Hand nimmt. Zum Beispiel ein Bergkristall da und ein Amethyst da. Und man fühlt einfach, beide Steine haben eine andere Schwingung. Und die Steine geben Informationen ans Wasser. Weil Wasser ist ein Speichermedium. Es kann programmiert werden durch Gefühle und Gedanken. Und dadurch, dass das Wasser in der Leitung, in unserer Hausleitung meistens wirklich lange steht und mit Druck da durchgepresst wird, verliert es, wie gesagt, seine Form. Und durch Steine zum Beispiel kann man das Wasser wieder strukturieren, es wird wieder lebendig. Was halt noch besser ist, ist destilliertes Wasser zu nehmen oder Quellwasser. Leitungswasser würde ich da nicht empfehlen. Genau. Und dann die Steine da reinlegen. Wer die Möglichkeit hat, würde ich sagen, verwirbelt das Wasser noch. Da gibt es auch verschiedene Apparaturen. Kann man mal im Internet schauen, Wasserwirbler. Und man wird merken, dass sobald das Wasser verwirbelt wurde oder mit Steinen oder irgendwie strukturiert wurde, dass es der Körper besser aufnehmen kann und der Körper wirklich danach schreit. Was ist jetzt noch eine andere Möglichkeit? Also ich habe mich ja wirklich viel mit Wasser beschäftigt. Masaru Emoto zum Beispiel ist auch ein Wissenschaftler, der sagt, okay, Wasser reagiert auf unsere Gedanken und auf unsere Emotionen. Und er hat ein Experiment gemacht, das kann man sich auch im Internet anschauen, mit Reis. Er hat verschiedene Reisbehälter genommen, gekochten Reis, und auf das eine Danke geschrieben, auf das zweite ignoriert und beim dritten draufgeschrieben, ich hasse dich. Und beim ersten, wo Danke drauf gestanden hat, dieser Reis war nach 2 Wochen immer noch frisch. Der in der Mitte, der ignoriert wurde, war verschimmelt. Und der rechte, der mit Hass besprochen wurde, der war schwarz. Also mit schwarzem Schimmel. Und
Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir das Wasser jetzt nehmen, können wir es segnen, so wie Priester auch. Und viele von uns glauben das vielleicht nicht, aber ich habe die Erfahrung gemacht, das geht. Man muss nur daran glauben, dass man eine Seele hat und dass man Schöpfer hier auf dieser Erde ist, und dann kann man eigentlich alles erreichen. Wie segne ich jetzt dieses Wasser? Also man kann es zum Beispiel so machen, dass man sich diesen Krug erstmal in die Hand nimmt und sich energetisch mit dem Wasser verbindet. Das heißt, man versucht, das Wasser zu fühlen. Und wenn man dieses Gefühl hat, kann man seine Augen schließen. Und ich mache das immer so, ich sage immer, Kraft meiner göttlich-geistigen Gegenwart segne ich hiermit dieses Wasser mit Liebe und Dankbarkeit. Und stelle mir auch vor, wie meine Herzenergie in dieses Wasser reinfließt. Und wenn ich das Wasser jetzt probieren würde, würde ich merken, dass es weicher geworden ist und dass es angenehmer schmeckt, dass der Körper es besser verarbeiten kann. Und das ist schon alles. Und wenn wir jetzt überlegen, wir bestehen zu 70-80% aus Wasser und wir schauen uns dieses Experiment mit dem Reis an, was passiert, wenn wir negative Gedanken an uns selbst haben oder negative Gefühle? Unser Körper verkrampft und wir kriegen Verspannungen oder halt irgendwann, wenn es über Jahre hingeht, schlimme Krankheiten. Und deswegen ist es auch wichtig, seinen Geisteszustand optimal zu halten. Das heißt, seine Gedanken positiv zu halten, also Gedankenhygiene zu betreiben. Und immer wieder, wenn man merkt, man denkt was Schlechtes über sich, gleich ins Positive umformulieren, damit der Körper gleich wieder das positive Feedback kriegt. Und so kann man sich auch umprogrammieren. Weil ich habe halt über die Jahre gemerkt, wenn man wirklich schlecht über sich redet, der Körper, der hört einem zu, weil Wasser wird durch uns programmiert. Und wenn wir sagen, ja, okay, ich bin scheiße oder ich bin ein Arschloch, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden, sowas in der Art, dann sagt der Körper, okay, dann formen wir uns dementsprechend und bekommen halt gesundheitliche Probleme auf kurz oder lang. Und das wollte ich euch eigentlich nur mal mitteilen. Und es werden noch weitere Videos kommen, in denen ich euch noch weitere Sachen erzählen werde. Ich denke, das reicht auch erstmal fürs Erste. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, ist, wenn ihr das sehen könnt, dieser schwarze Stein hier, der hier, das ist ein Shungit, der hier auch, ein Edelshungit. Das ist einer von meinen Lieblingsheilsteinen. Der ist sehr selten, aber der hat sehr viele gesundheitliche Vorteile. Unter anderem gibt er Antioxidantien ans Wasser ab, die uns entgiften, die unseren Körper helfen zu entgiften, und er lädt uns auch mit Energie auf. Also es gibt sehr, sehr spannende Geschichten über diesen Stein. Und ich kann euch nur ans Herz legen, legt ihn euch zu. Aber wenn, dann bitte nur so viel, wie ihr braucht, weil dieser Stein ist echt selten und es gibt nur eine Quelle auf der ganzen Welt, wo dieser Stein gefunden wird. Und wir haben Mutter Erde schon lange genug ausgebeutet, deswegen bitte kauft nur so viel, wie ihr braucht, und den Rest dürfen sich dann andere besorgen. Okay, dann bin ich jetzt durch mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt was dabei gelernt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt einen schönen Tag.